Ich hasse Bestenlisten, aber in vielen Branchen beeinflussen sie massiv, was ChatGPT und andere KI-Assistenten empfehlen. Deshalb schauen wir uns heute an, wann sie relevant sind und wie du damit umgehen solltest. Viel Spaß! Bestenlisten und Listicles sind bei Gott kein neues Thema. Es gab sie schon immer, aber durch den Anstieg der Bedeutung von KI-Suche und der Anfälligkeit von LLMs auf Listicles und ähnliche vergleichende Inhalte sind sie sehr kontrovers geworden. Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber ich spreche, 2 Beispiele. Übrigens, was hier Scribble macht, bitte lieber nicht nachmachen, weil es wird hinsichtlich KI wahrscheinlich eher nach hinten losgehen, aber das besprechen wir in einer anderen Folge. Sind jetzt Bestenlisten und Listicles wirksam für AI Visibility? Über die volle Breite unserer Klienten und deren Branchen hinweg zeigt sich, dass Bestenlisten und vergleichende Inhalte wirklich funktionieren. So ungern ich das auch sage. Natürlich gibt es Branchen, die anfälliger oder betroffener sind und andere, die weniger anfällig sind. Nehmen wir ein Beispiel B2B-Industrie. Hier ist es nicht so wichtig, die sind kaum oder gar nicht betroffen versus Software as a Service ist extrem betroffen. Einerseits, weil sehr viele Recherchen in KI-Assistenten gemacht werden und weil es einfach ganz viele Bestenlisten gibt und die auch die ganze Zeit von KI-Assistenten zitiert bzw. für die Antwort herangezogen werden. Seer Interactive hat vor kurzem eine Korrelationsstudie gemacht, was die Top Predictors für AI Citation Visibility sind. Und bevor ich dir das jetzt zeige, ganz kurz, jeder weiß, Korrelation impliziert nicht Kausalität. Trotzdem ist es wichtig, diese Studie zu kennen. Ja, für alle, die dachten, das Thema Autoritätsaufbau und Backlinks und Autorität im Allgemeinen ist tot, ist das jetzt, glaube ich, eine sehr schmerzliche Überraschung. Ich habe vor kurzem eine recht lustige Übersicht gesehen, auf was sich Agenturen in der Dachregion spezialisiert haben. Da sieht man ansteigend über die Jahre On-Page-Optimierung und stark absteigend Linkaufbau. Verdammt, ich glaube, ihr habt euch richtig falsch entschieden. Auf Platz 3 sehen wir Mentions in Best Articles aus 350 getesteten Faktoren. Werden Google und ChatGPT Bestenlisten abstrafen? Ja, Google hat schon ein Update ausgerollt, basierend auf, ich würde mal sagen, öffentlichen Druck, um den Effekt abzuschwächen und hat die Methode wirklich im Blick und kommentiert dazu auch öfter. Aber was ich bisher gesehen habe, Schwächen heißt immer noch, dass sie sehr wirksam sind, auch bei Google. Google einfach beispielsweise mal nach beste Geo-Agentur, studiere die Bestenlisten und sieh dir dann die Ausgaben vom KI-Modus an. Gleichzeitig scheren sich Plattformen wie ChatGPT meiner Meinung nach wahrscheinlich gar nicht um solche Probleme. Die kennen ja nicht diesen Ablauf, den Google schon seit sehr vielen Jahren hat, wo es immer ein Kampf gegen die Spammer ist und dann wird ein Update ausgerollt und so weiter. Und die wollen ja auch so schnell wie möglich wachsen und solche Sachen sind für sie nicht so haben nicht so Prio. Das heißt, sie werden aus meiner Einschätzung ihre Algorithmen nicht zeitnah anpassen, vielleicht gar nicht anpassen, weil es nicht die Richtung ist, die ihnen wichtig ist. Sind jetzt Bestenlisten wirklich so schlimm? Einer meiner Lieblings-SEOs ist Will Reynolds. Seine Meinung dazu ist ja klar. Don't do fucking listicles. Don't do fucking listicles. Diese Meinung finde ich absolut top. Nur sehe ich das situationsabhängig. Wenn ich jetzt einen Kunden im Software as a Service habe, wo alles über KI-Assistenten läuft und alles durch Bestenlisten beeinflusst wird, was mache ich dann? Dementsprechend hat sich mittlerweile meine Meinung zu Bestenlisten bzw. Listicles leicht verändert. Und ich würde wirklich sagen, leicht verändert, nicht extrem verändert. Ich finde sie immer noch grauenhaft. Das Problem ist ja mit Bestenlisten bzw. Listicles der Bias. Jeder, der versucht, Keywords mit Beste zu ranken oder Bestenlisten zu machen, um KI-Ergebnisse zu manipulieren, hat natürlich irgendwelche Interessen. Was man aber auch sagen muss, ist, die ganzen Vergleichsplattformen, Bewertungsplattformen, Affiliates,
Jeder, der in unserer Branche ist oder generell im Online-Marketing ist, weiß, dass die alle, die da sonst ranken, auch alles andere als unabhängig sind. Eigentlich sind fast alle diese Plattformen Pay-to-Play, auch die Plattformen, wo du denkst, die sind super seriös. Manche Plattformen tendieren vielleicht etwas mehr zu Transparenz und Objektivität, andere weniger, aber die meisten lassen sich für Top-Plätze bezahlen, mit unterschiedlichen Modellen, teilweise sogar pro Klick. Macht das jetzt Bestenlisten oder diese Praktik besser? Nein, aber es gibt einen gewissen Kontext. Das heißt, auch jetzt sind die Top 10 zu solchen Keywords nicht wirklich unabhängig. Sollte ich oder solltest du, besser gesagt, Bestenlisten, Listicles publizieren? Wenn Bestenlisten in eurer Branche wichtig sind, weil die Zielgruppe in KI-Assistenten umfangreiche Rechercheprozesse durchläuft und die Empfehlungen basierend auf Bestenlisten ausgesprochen werden, dann solltest du es zumindest in Betracht ziehen. Und wenn ihr dann Bestenlisten macht, dann macht sie hochwertig, transparent und rechtlich nicht angreifbar. Und das ist jetzt das Wichtigste aus dem ganzen Video. Lasst euch von Legal, wenn ihr jetzt in einem Konzern seid oder in einem großen Mittelständler oder einem externen Rechtsanwalt beraten, was erlaubt ist und was nicht. Weil es gibt Gesetze gegen solche Manipulationen. Und wenn du das nicht machst, kann das reale, unangenehme Konsequenzen haben. Verurteile ich jetzt Listicles? Nein. Wir haben selbst auf unserer Webseite 2 davon. Sie basieren darauf, wenn ich in unserer Branche neben uns für einen starken Partner halte, weil ich deren Arbeit und Ergebnisse gesehen habe. Ich mache das jetzt schon so lange. Ich habe schon so viele Assets, Ergebnisse von anderen Agenturen gesehen. Das sind Agenturen, wo ich mir denke, die kann man auf jeden Fall empfehlen. Das passt. Und heißt es, dass ich jetzt garantiert weiß, dass immer alles von denen passt? Nein, aber ich habe gesehen, was die machen und ich finde es geil. Keine Bestenlisten, und das ist jetzt der Key, macht keine Bestenlisten, nennt das auch nicht Bestenliste, weil ich glaube nicht, dass das legitim ist. Dann absolute Transparenz und eine Darstellung der Anbieter, die ihrer Positionierung entspricht, weil sonst wirst du auch noch mit den einzelnen Anbietern Kriege entfachen. Und das Ding ist, die sind auf der richtigen Seite, nicht du, wenn du die Bestenliste machst. Aber, und das ist irgendwie so mein Mindset zu diesem ganzen Thema, am Ende des Tages geht es ja dann doch darum, ob man etwas wirklich kann oder nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich oder wir Evergreen Media alles können, aber am Ende des Tages geht es darum, man muss für den Kunden abliefern. It's all about the long game. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.